Liebe Frau Mock, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich sehr, an der Konferenz Alois Mock's Erbe 30 Jahre Souveränität für Slowenien und Kroatien teilnehmen zu können. Also der Weg in die Unabhängigkeit. Der Zusammenbruch des Kommunismus und der Erfolg der Freiheits- und Demokratiebewegungen in Mittel- und Osteuropa in den Jahren 1989 und 1990 war atemberaubend für alle Europäer, aber auch für die gesamte damalige Welt. Es war in der Tat in vielerlei Hinsicht ein Glücksmoment der Geschichte. Gleichzeitig gab es unter dem damals international einflussreichen demokratischen Politiker und Würdenträger nicht viele, welche die Vielfalt Ost- und Mitteleuropas unterhalb des Deckmantels der kommunistischen Diktatur kannten und die Tiefe der 1989 auftretenden Veränderungen verstanden. Alois Mock, der eine charismatische Persönlichkeit war nicht nur ein Kenner Mittel- und Osteuropas, sondern gehörte zu den weitsichtigen Politikern dieses historischen Umbruchs. Ich würde sagen, er war Teil dieses Glücksfalls der europäischen Geschichte. Also Alois Mock wusste ganz genau, dass Jugoslawien ein künstlicher Staatsgebilde war. Wir lebten nämlich in einem aufgezwungenen Kulturraum. Natürlich, es war nicht leicht für Österreich, sich für die Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien einzusetzen, weil Österreich eine immerwährende Neutralitätspolitik verfolgte. Österreich darf stolz dankbar sein, Alois Mock damals als Außenminister gehabt zu haben, und ebenso darf seine europäische Parteienfamilie dankbar sein, dass er die Grundwerte der europäischen Christdemokratie überzeugend vertreten hat. Aus kroatischer Sicht bedeutete der Zusammenbruch des Kommunismus die Möglichkeit für die Freiheit und Demokratie in Kroatien. Hinzu kam, dass Slobodan Milošević als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Serbiens in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre eine großserbische Politik verfolgte und versuchte, mit allen Mitteln seine Macht auf das gesamte Jugoslawien auszubreiten. Unter dem Druck der kroatischen und slowenischen Demokratiebewegungen, beeinflusst vom demokratischen Wandel in anderen Teilen Mittel- und Osteuropas und getrieben von Miloševićs Drohungen einer kompletten Machtübernahme in Jugoslawien, entschieden sich die kommunistischen Führungen in Kroatien und Slowenien für eine Flucht nach vorn und organisierten im Frühjahr 1990 freie Wahlen, völlig unabhängig von den anderen Teilen der jugoslawischen Föderation, die immer noch kommunistisch regiert blieb. So begann der kroatische und slowenische Weg in die Unabhängigkeit. Alle diese Vorgänge innerhalb Jugoslawiens waren vielen ausländischen Beobachtern zwar bekannt, aber in den westlichen Hauptstädten war man lange nicht bereit, die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Der Westen zauderte Milošević großserbische Politik und immer aggressivere innenpolitische Rolle der mit Milošević verbündeten kommunistischen jugoslawischen Volksarmee klar zu verurteilen und folgerichtig die demokratischen Kräfte zu unterstützen. Dies wertete man in Belgrad als grünes Licht für eine Militärintervention gegen die frei gewählte Regierungen in Kroatien und Slowenien. Demgegenüber verstand Alois Mock, was in Jugoslawien vorging, und bemühte sich die damalige europäische Gemeinschaft und die westliche Staatengemeinschaft darauf hinzuweisen, dass Belgrad nur durch die internationale Anerkennung Kroatiens und Sloweniens und eine klare Verurteilung der Aggression der serbisch kontrollierten jugoslawischen Volksarmee zurückstrecken würde. Wenn heute jemand sagt, die internationale Anerkennung Kroatiens und Sloweniens sei verfrüht gewesen, kann ich nur antworten, nein, umgekehrt. Sie war verspätet. Hätte man im Frühjahr 1991
klare Botschaften an Belgrad gesendet und im Sommer 1991 die Unabhängigkeitserklärungen der beiden westlichen Republiken anerkannt, dann wäre die Hemmschwelle für einen Angriff auf Slowenien, danach auf Kroatien und später auf Bosnien-Herzegowina und den Kosovo viel größer gewesen. Eine Politik der schrittweisen westlichen Unterstützung, wie sie zu jener Zeit bezüglich der baltischen Staaten erfolgreich praktiziert wurde, hätte viel Leid verhindern können. Trotzdem hat die von Papst Johannes II., dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und dem österreichischen Außenminister Alois Mock, aber auch von anderen weitsichtigen Politikern aktiv unterstützte Politik der völkerrechtlichen Anerkennung Kroatiens und Sloweniens bedeutend zu einem Waffenstillstand in Kroatien beigetragen. Wichtig ist, sich bewusst zu sein, zur umfassenden Anerkennung kam es erst im Januar 1992 nach über 6 langen Monaten offenen Krieg der jugoslawischen Volksarmee gegen Kroatien, der vollkommenen Zerstörung der Stadt Vukovar und vieler anderer Teile Kroatiens, der Einkesselung und dem systematischen Kanonenbeschuss Dubrovniks, nach Tausenden von Toten und der serbischen Besetzung von mehr als einem Viertel Kroatiens. Also, wir benennen diesen Krieg nicht als Bürgerkrieg, sondern einen einen Heimatskrieg in Kroatien. Aufgrund der internationalen Anerkennung Kroatiens und Sloweniens waren Milosevic und die serbisch dominierte jugoslawische Volksarmee zum ersten Mal bereit, ein Waffenstillstandabkommen einzuhalten. Die völkerrechtliche Anerkennung Kroatiens hat buchstäblich Menschenleben gerettet. Mit dieser richtigen und entscheidenden internationalen Initiative wird das Wirken von Außenminister Alois Mock immer verbunden bleiben. Wir in Kroatien sind ihm bis heute dankbar. Leider hat sich ebenso gezeigt, dass Belgrad seine danach geführten großserbischen Kriege gegen Bosnien und Herzegowina und den Kosovo erst nach einer klaren Reaktion der Staatengemeinschaft zu stoppen bereit war. Die Lehre aus diesen Tragödien ist eindeutig. Eine Appeasement-Politik gegenüber einem Aggressor war Anfang der 1990er Jahre genauso falsch und tragisch wie Ende der 1930er Jahre. Und nun 30 Jahre später, wo wir jetzt sind. Da diese Diskussionsrunde sich aber nicht nur mit dem Weg Kroatiens und Sloweniens in die Unabhängigkeit befasst, sondern die Zeitspanne bis heute, also 30 Jahre umfasst, möchte ich sagen, dass sich Kroatien und Slowenien in vielerlei Hinsicht in der europäischen und internationalen Staatengemeinschaft erfolgreich etabliert haben. Beide Staaten sind nämlich heute NATO- und EU-Mitglieder. Kroatien hatte im letzten Jahr auch die EU-Ratspräsidentschaft inne und hat die EU in einer bisher ungekannten Pandemiesituation erfolgreich geführt. Mit großem Engagement arbeitet Kroatien an einer EU-Erweiterungspolitik nach Südosteuropa. Das Zagreber EU-Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs des Westbalkans im letzten Jahr ist ein Meilenstein auf diesem Weg. Gemeinsam mit Slowenien, das nun die Ratspräsidentschaft übernimmt, mit Österreich und allen anderen EU-Mitgliedern werden wir uns auch weiterhin für den Weg des Westbalkans in die EU einsetzen. Multilateralismus ist ein Grundpfeiler der kroatischen Außenpolitik. In diesem Sinne sind wir auch bei den anderen globalen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimaschutz, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung oder Migrationspolitik aktiver Teilhaber der europäischen und weltweiten Anstrengungen. Haben Sie vielen Dank.